Sandstrände in Kanada. Es geht weiter und wir nehmen euch heute mit auf eine Fahrt an der Westküste Cape Breton Islands und zeigen euch hier die unserer Meinung nach 3 schönsten Sandstrände hier in Kanada. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen hier in Cape Breton Island in der Provinz Nova Scotia an der Ostküste Kanadas. Heute setzen wir unsere Reihe fort, die schönsten Sandstrände in Kanada. Wer den ersten Teil verpasst hat, wir blenden unten gleich nochmal den Link an, schaut es euch an. Heute sind wir unterwegs an der Westküste von Cape Breton Island und nehmen euch mit und zeigen euch die 3 schönsten Sandstrände hier an der Westküste. Auf unserer Fahrt dorthin sind wir über die Route 19 gefahren und haben jetzt gerade Stopp gemacht an einem wunderbaren Aussichtspunkt, Christie's Look-Off. Und da wollten wir euch noch erzählen, es gibt hier einen wunderbaren Trail, den Celtic Shores Coastal Trail. Der führt hier von Port Hastings aus über 90 Kilometer hoch bis nach Inverness. Ja, der Trail war früher eine Eisenbahnlinie und als diese nicht mehr in Betrieb war, wurden die Schienen entfernt und man hat einen herrlichen Multifunktionstrail daraus gemacht. Man kann hier spazieren gehen, Radfahren, reiten, mit den ATVs fahren oder im Winter auch mit den Schneemobilen fahren, Langlauf laufen. Ja, der Trail bietet alle Möglichkeiten. Dieser Trail ist übrigens Bestandteil des Trans-Canada Trails. Das ist der weltgrößte, der längste Multifunktionstrail der Welt, der sich über 28.000 Kilometer von der Westküste Kanadas bis an die Ostküste Kanadas erstreckt. Und da gibt es nicht nur Wanderstrecken, dort gibt es teilweise auch Wasserstrecken, die man dann mit dem Kanu oder dem Kajak befahren kann. Wir blenden auch gleich noch ein paar Informationen dazu ein. Ja, und dann setzen wir unsere Fahrt fort. Wer neu hier ist, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra, hinter der Kamera ist mein Mann Mesh. Ja, und wer uns schon kennt, herzlich willkommen zurück und bleibt gespannt auf unser heutiges Video. Die Idee zum Trans-Canada Trail entstand übrigens 1992. Ja, 1992 war das 125. Jahr Kanadas und pünktlich zum 150. Geburtstag Kanadas im Jahre 2017 wurde dieser Trail fertiggestellt. Warum zeigen wir euch das? Ganz einfach, weil man über diesen Trail unter anderem auch ganz viele Sandstrände direkt erreichen kann. Und wir fahren jetzt in diese Richtung weiter und sind in Kürze an einem wirklich traumhaften Sandstrand. Bleibt also dran und gleich geht's los zum Strandspaziergang. Wir haben unser erstes Ziel für heute erreicht, Port Hood. Und Port Hood ist das sogenannte Beach Capital of Cape Breton Island. Denn hier gibt es nicht nur einen Sandstrand oder 2 Sandstrände, nein, hier gibt es gleich 5 traumhafte Sandstrände und 2 davon wollen wir euch heute einmal vorstellen. Der erste ist hier der Boardwalk Beach und hier gibt es einen wunderbaren Holzsteg durch die Dünen. Die Dünen trennen den Strand von diesem Boardwalk. Die Dünen sind übrigens ein geschützter Bereich, dort nisten Vögel und man darf das nach Möglichkeit auch nicht betreten. Und wir werden jetzt diesen Boardwalk einfach mal bis nach vorne an den Strand durchgehen und werden dann am Strand entlang hier gemütlich wieder zurückkommen. Wir sind jetzt diesen wunderbaren Boardwalk bis zum Ende gelaufen und wenn man rauskommt, dann ist man auf einer Landzunge. Wenn man links abbiegen würde, käme man zum Lawrence Beach. Wir biegen jetzt hier gerade nach rechts ab und gehen den sogenannten Boardwalk Beach wieder zurück zu unserem Auto. Hier gegenüber sieht man übrigens Port Hood Island, eine vorgelagerte Insel. Man sieht da auch noch einige Häuser. Die Häuser sind heutzutage meines Wissens
nur noch Sommerhäuser, also nicht mehr ganzjährig bewohnt. Und früher gab es sogar eine Verbindung vom Festland auf die Insel, sodass man mit dem Auto rüberfahren konnte. Diese ist allerdings im Laufe der Zeit abhanden gekommen. Ja, und wir gehen jetzt hier gerade den Boardwalk Beach wieder zurück. Übrigens, die Strände hier in Port Hood sind alles wunderbare Sandstrände und die Gewässer hier sind eine der wärmsten in ganz nördlich von Connecticut, denn die Durchschnittswassertemperatur im Sommer beträgt hier rund 23 Grad. Es geht sehr flach rein, sodass es auch wieder optimal ist für Kinder, für Familien und so weiter. Ja, und dieser Boardwalk Beach ist übrigens auch wieder ein Provincial Park. Das bedeutet, es gibt Picknickbänke, es gibt Duschen, Umkleidekabinen etc., sodass man auch hier wieder mit der Familie einen wunderbaren Tag am Strand verbringen kann. Und wir fangen jetzt einfach noch ein paar Eindrücke hier auf unserem Strandspaziergang für Sie ein. Wir gehen hier immer noch gemütlich am Strand entlang wieder zurück zum Auto. Ja, in Port Hood Island herrschte früher übrigens geschäftiges Treiben. Da gab es eine Kirche, eine Schule, mehrere Geschäfte und es gab sogar ein Postamt. Ja, und während wir jetzt hier zurückgehen, wieder an den Parkplatz, vielleicht noch etwas zu Port Hood. Port Hood ist ein entzückender kleiner Ort, der nicht nur 5 traumhafte Sandstrände hat, sondern auch natürlich sonst alles, was man so benötigt. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, es gibt hier mehrere Restaurants, es gibt ein Café, man kann hier lecker essen gehen, man kann auch draußen sitzen an einem so schönen Tag wie heute, und einfach den Tag genießen. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zu einem der weiteren Sandstrände direkt in Port Hood hier. Bleibt dran! Die nächsten beiden Strände hier in Port Hood nennen sich Sunset Beach auf der linken Seite und Breakwater Beach auf der rechten Seite. Und hier gibt es übrigens auch wieder Rettungsschwimmer den Sommer über. Hier gibt es auch einen kleinen Imbiss. Und Breakwater Beach, der Name rührt daher, dass hier, wie man auf der linken Seite sehen kann, Mitte der 60er Jahre eine Art Barriere eingebaut wurde, damit das Wasser etwas ruhiger wird. Ja, und Sunset Beach, der Name ist natürlich selbstredend. Hier kann man herrliche Sonnenuntergänge filmen und fotografieren. Und wie man sieht, hier ist auch ein bisschen mehr los. Hier sind ziemlich viele Familien mit Kindern, obwohl heute ein Wochentag ist, an dem wir das filmen. Und hier kann man auch ganz bequem den Strand erreichen. Hier kann man zu Fuß gehen und hier kann man Spaziergänge machen. Und auf der rechten Seite sieht man in der Distanz den örtlichen Hafen. Dort gibt es öffentliche Slipanlagen, da kann man sein Boot zu Wasser lassen. Und dort ist dann auch der 5. und letzte Strand hier von Port Hood, Murphy's Pond Beach. Port Hood war übrigens der allererste Sandstrand, den wir bei unserem allerersten Besuch hier in Kanada besucht haben, und wir waren einfach nur total begeistert. Denn wir hätten sicherlich vieles erwartet, aber mit Sicherheit keine kilometerlangen Sandstrände. Ja, und bevor wir uns jetzt gleich auf den Weg machen, zu unserem nächsten Sandstrand, den wir euch unbedingt zeigen wollen, noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden in nächster Zeit des Öfteren hier in Cape Breton Island unterwegs sein und Videos über unsere wunderschöne Insel hier drehen. Und damit ihr keines dieser Videos verpasst, bitte abonniert doch einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, und wenn euch ein Video wie dies heutige gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, und wenn ihr uns einen netten Kommentar hinterlasst,
freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, und wir genießen jetzt noch ein klein wenig hier die Sonne und die Strandatmosphäre. Es riecht hier ganz wunderbar. Das hat so typischen Urlaubsgeruch, salzhaltige Luft und dann geht es sofort weiter bis zu unserem nächsten Strand und dann melden wir uns wieder. Auf unserer Fahrt zu unserem nächsten Ziel, zu unserem nächsten Sandstrand, sind wir jetzt gerade an der Glenora Distillery vorbeigekommen. Die Glenora Distillery ist Nordamerikas erste Single Malt Whisky Distillery. Und da Mesh ein großer Whisky-Liebhaber ist, konnten wir natürlich nicht einfach vorbeifahren, sondern haben hier gerade einen Schwenk gemacht. Wir werden jetzt hier gleich noch einen Whisky kaufen und noch eine kleine Tour durch den Laden machen, was es sonst noch Leckeres gibt, bevor es dann weitergeht. Die Glenora Whisky Distillery hier ist natürlich ja noch Thema für ein weiteres Video, denn hier gibt es so viel zu sehen, so viel zu entdecken und vor allen Dingen so viel zu probieren, dass wir dazu in Kürze ein neues Video, ein extra Video für euch abdrehen. Inverness Beach, das ist mit Sicherheit einer der allerschönsten Sandstrände hier in Cape Breton Island. Und einer der beiden Besonderheiten, die ich euch gerne zeigen möchte, ist, dass dieser Strand tatsächlich auch Zugang hat für Rollstuhlfahrer. Es gibt hier tatsächlich Equipment, große Rollstühle mit ganz dicken Rädern, die über den Sand fahren können. Und wenn wir hier jetzt gerade zum Strand gehen, hier gibt es eine Matte, auf der man dann mit dem Rollstuhl und mit diesen großen Rollstühlen auch an den Strand runterfahren kann und sogar mit ins Wasser gehen kann. Dieser Strand hier war übrigens einer der ersten, der das überhaupt angeboten hat hier bei uns, und das finden wir ist eine super tolle Geschichte. Ja, Inverness Beach, ein Megastrand, der über 4 Kilometer lang ist. Da kann man also den ganzen Tag am Strand spazieren gehen und, was wir schon von vielen gehört haben, hier kann man ganz wunderbar nach Seeglas suchen. Seeglas sind im Prinzip Glasscherben, die durch das Salzwasser ganz glatt geschliffen wurden und die in verschiedensten Farben zu finden sind, wie zum Beispiel in Weiß und in Braun. Es gibt aber auch ganz seltene Exemplare, zum Beispiel in Rot und in Blau. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die gehen den ganzen Tag hier spazieren, um nach Seeglas zu suchen. Ja, der Strand hier ist ja, unglaublich breit, wie gesagt über 4 Kilometer lang. Wir waren hier vor 2 Jahren an einem der örtlichen Campingplätze. Es gibt hier mehrere Campingplätze direkt am See, direkt mit Strandzugang. Und wir haben hier, ich glaube, mit unsere tollsten Sonnenuntergänge fotografiert und gefilmt hier. Und können wir also absolut jedem nur empfehlen. Ja, wenn man sich jetzt vielleicht fragt, ja, wir waren hier campen, wenn wir diese Videos drehen, übernachten wir denn? Nein, brauchen wir gar nicht, denn es ist gar nicht weit von uns aus. Wir sind in einer Stunde schon hier bei uns, denn wir haben hier unsere zentrale Anlaufstelle in Cape Breton Island gefunden. Und ja, wenn Sie auch eine Anlaufstelle hier in Cape Breton suchen, wenn Ihnen das gefallen würde, ja, sich vielleicht auch hier niederzulassen, ob als Ferien, Domizil oder vielleicht als Altersteilzeitruhesitz, können wir natürlich auch helfen. Wir blenden gleich unsere Internetadresse hier auch noch mit ein. Ja, der Inverness Beach ist auch ein bewachter Strand, sprich es ist in den Sommermonaten ein Rettungsschwimmer hier vor Ort. Es gibt hier auch einen kleinen Imbiss, wo man was essen kann, wo man sitzen kann. Und wie man sieht, das ist ein sehr beliebter Strand, der ist gut besucht. Und hier sind heute sehr, sehr viele Familien mit Kindern. Es sind im Moment Sommerferien in Kanada. Und ja, die Leute genießen das wunderbare Sommerwetter hier bei uns. Inverness Beach zählt übrigens ähnlich wie auch Port Hood Beach mit zu den wärmsten Stränden, sprich mit zu den wärmsten Gewässern. Auch hier wird im Sommer
ja, das Wasser durchschnittlich 23 Grad warm und man sieht, ganz viele Leute sind im Meer, die Kinder schwimmen und toben. Es ist einfach ein herrlicher Tag heute. Die zweite Besonderheit hier in Inverness Beach ist, dass direkt hinter den Dünen ein Golfplatz angrenzt, der sogenannte Cabot Links. Und das ist aber nicht der einzige. Weiter im Hintergrund gibt es auf den Klippen noch einen weiteren Golfplatz, den sogenannten Cabot Cliffs. Und diese beiden Golfplätze sind nicht nur ganz normale Golfplätze, sondern sie sind unter den Top 100 weltweit. Und das Schöne ist, hier kann man auch, ähnlich wie in Port Hood, gibt es einen sogenannten Boardwalk, wo man hier in den Dünen wunderbar spazieren gehen kann. Man hat halt auf der einen Seite den Strand und das Meer und auf der anderen Seite diesen wunderbaren Golfplatz. Ja, und es erstreckt sich hier ebenfalls über mehrere Kilometer, sodass man also einiges zu entdecken hat hier. So, wir gehen hier immer noch am Strand entlang. Seeglas habe ich heute leider keines gefunden, aber ich sehe hier ganz viele Kinder auch mit ihren Eimern, die immer noch auf der Suche sind. Aber naja, nichtsdestotrotz war es ein herrlicher Tag hier am Inverness Beach. Hier ist ganz in der Nähe beginnt übrigens auch der weltbekannte Cabot Trail. Ja, eine der bekanntesten Küstenstraßen der Welt, die ist sensationell. Aber auch dazu wird es noch ein extra Video geben, weil auch den möchten wir euch unbedingt noch vorstellen. Wir fahren jetzt von hier aus weiter zum nächsten Sandstrand, der unserer Meinung nach der allerschönste von allen ist. Inverness hier übrigens lohnt sich auf jeden Fall, ja, einen Stopp zu machen, wenn man hier im Urlaub ist oder wenn man hier in der Nähe ist. Denn wir kommen nachher wieder hier zurück, denn hier gibt es nicht nur die Golfplätze und tolle Strände, sondern natürlich auch Restaurants und es gibt hier eine Bierbrauerei. Und da werden wir nachher zum Abschluss hingehen und noch lecker was essen und was trinken. Also bleibt dran, dann seht ihr, wo wir enden heute. Ja, das war jetzt leider nichts. Eigentlich wollten wir zum Abschluss hier in die Route 19, in die Bierbrauerei gehen und auf der Terrasse noch ein Abschlussbier trinken und was Leckeres essen. Aber wir haben nicht bedacht, dass die am Montag zu haben. Ja, das war leider nichts, aber falls ihr mal in der Nähe seid, trotzdem lohnt sich ein Stopp. Aber checkt vorher die Öffnungszeiten. Nach ungefähr 20 Minuten Fahrt von Inverness aus haben wir den letzten Sandstrand für heute erreicht und den unserer Meinung nach allerschönsten Sandstrand hier in Cape Breton Island. Chimney Corner Beach. Sensationeller Strand. Interessant ist, dass eigentlich alle Strände hier in Nova Scotia öffentlich sind, außer dieser Strand. Das ist der einzige Privatstrand in ganz Nova Scotia und die Eigentümer sind so freundlich, dass sie diesen Strand der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Der Strand hat ungefähr eine Breite von 400 Metern und ist hier in einer Bucht rechts und links ja, von Klippen, von Felsen eingerahmt. Übrigens hier auf der linken Seite sieht man ganz am Ende eine Felsformation und nach dieser ist dieser Strand auch benannt, Chimney Corner, weil er offensichtlich aussieht wie ein Schornstein. Ja, und es neigt sich jetzt der Tag bereits dem Abend. Die Sonne verschwindet schon fast hinter den Felsen auf der linken Seite, aber nichtsdestotrotz wollten wir euch diesen Strand auf keinen Fall vorenthalten. Ja, die Eigentümer stellen den Strand hier freundlicherweise zur Verfügung der Öffentlichkeit. Es gibt Parkplätze und sie bitten einfach darum, ja, dass man sich hier
dass man den Strand in Ordnung hält, dass man hier keine Lagerfeuer macht und einfach auch seinen Müll wieder mitnimmt. Und es ist auch nur geöffnet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber die Leute wissen das sehr zu schätzen, weil der Strand wirklich einmalig ist. Das Wasser ist kristallklar, es geht ganz flach rein. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal vor bis ans Wasser und schauen mal, wie warm das ist. Ja, die Sonne, die verschwindet jetzt hier gerade über der Felsformation auf der linken Seite und taucht diesen Strand jetzt gerade in ein herrlich warmes Licht. Es ist immer noch super angenehm von den Temperaturen her. Es sind immer noch Leute, die hier am Schwimmen sind. Ja, und wir haben uns jetzt gerade überlegt, da der Sonnenuntergang nicht mehr lange auf sich warten lässt, dass wir uns jetzt einen schönen Platz suchen und dort noch den Sonnenuntergang für euch filmen werden. Und Mesh ist gerade noch mit der Drohne geflogen. Ich denke, wir haben jetzt auch noch ein paar schöne Luftaufnahmen von diesem Strand. Ja, und wie gesagt, wir gehen jetzt auf Sonnenuntergangssuche und melden uns dann gleich wieder. Mit unserem Abschluss in der örtlichen Bierbrauerei ist es ja nun nichts geworden. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben was viel Besseres gefunden. Denn wir werden jetzt den Tag hier ausklingen lassen am Strand und werden hier den Sonnenuntergang beobachten und werden den natürlich auch für euch filmen und im Anschluss dann noch zeigen. Ja, das war unser heutiges Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Übrigens, ihr könnt uns auch auf Facebook und auf Instagram folgen und da blenden wir immer wieder kleine Videos und kleine Fotos ein von unserem Leben hier in Cape Breton Island. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wer uns noch nicht kennt, mein Name ist Alexandra, hinter der Kamera ist der Mesh und wir freuen uns schon bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Cape Breton Island.